Hi, heute geht es leider weiter mit der Windows-Update-Thematik, das bei vielen Nutzern, besonders in Unternehmen, für Ärger sorgt. Falls du kürzlich das Update KB 507 4109 installiert hast und seitdem Probleme mit Outlook oder anderen Apps hast oder Fehlermeldungen, dann rät Microsoft mittlerweile dazu, das Update zu deinstallieren, zumindest vorübergehend. Davor hat es noch geheißen, man soll es trotzdem installieren wegen den Sicherheitsupdates, aber das ist nun Geschichte. Nochmal kurz erklärt, das Update wurde am 13. Januar 2026 verteilt und betrifft verschiedene Windows-Versionen, darunter Windows 11 23H2, 24H2 und 25H2 sowie auch die Enterprise-Edition. Besonders betroffen sind Nutzer, die Outlook mit POP-Konten oder lokalen PSD-Dateien verwenden. Viele berichten von Abstürzen, Login-Problemen bei Remote-Tools oder sogar Fehler in einfachen Programmen wie Notepad. Zwar hat Microsoft bereits einen sogenannten Out-of-Band-Notfall-Patch, das KB 5077744, veröffentlicht, doch offenbar löst auch dieser nicht alle Probleme. Daher empfiehlt Microsoft nun ausdrücklich, entferne das Update, wenn du weiterhin Schwierigkeiten hast. Microsoft hat zwar auch einen Workaround erstellt, allerdings ist dieser so kompliziert, dass es sich gar nicht rentiert, um hier irgendwie Hand anzulegen. Es ist auf jeden Fall sinnvoller und einfacher, die beiden Patches zu deinstallieren, als hier viel Zeit und Mühe zu investieren. Am besten pausierst du zuerst einmal die Windows-Updates, das heißt, öffne die Einstellungen, klicke auf Windows Update und Updates pausieren. Wähle mindestens eine Woche, sonst wird das Update sofort wieder heruntergeladen, sobald du es entfernst. Prüfe außerdem, ob du den Notfall-Patch bereits installiert hast. Falls du den Patch KB 507 7744, den Out-of-Band-Fix, bereits installiert hast, musst du diesen zuerst deinstallieren, bevor du das erste fehlerhafte KB 507 4109 überhaupt sehen und deinstallieren kannst. Der Notfall-Patch ist relativ groß, deshalb wird es ein bisschen dauern, bis dieser deinstalliert ist. Sobald das aber getan ist, gibt es einen Neustart und nach dem Neustart solltest du nun den KB 507 4109 in der Liste sehen. Klick darauf und wähle Deinstallieren. Auch hier folgt wiederum ein Neustart. Also nochmal, zuerst Out-of-Band-Fix, KB 5077744 deinstallieren. Neustart, dann erscheint der KB 507 4109. Deinstallieren, Neustart, fertig. Wenn du natürlich den Out-of-Band nicht installiert hast, siehst du gleich den 507 4109 und kannst diesen direkt deinstallieren. Standardmäßig kannst du ja Windows Update bis zu 5 Wochen pausieren. Das würde ich in diesem Fall natürlich auch tun. Das machen wir, indem wir auf Einstellungen, Updates und dann im Dropdown auf 5 Wochen gehen. Und mach dir keine Sorgen, ein kurzes Pausieren der Updates ist kein Sicherheitsrisiko. Die meisten kritischen Lücken waren ohnehin schon länger unbekannt, bevor sie gepatcht wurden. Und Outlook ist ein so zentrales Tool in vielen Firmen, dass Microsoft hier sicher schnell nachbessern wird. Grundsätzlich wäre es natürlich eher wünschenswert, wenn Microsoft hier die Patches ein bisschen besser auf die Reihe bekommen würde und nicht immer mehr Fehler reinbauen, als wie sie rauspatchen. Solange deinstallieren, pausieren, abwarten. So vermeidest du den typischen Update-Loop, bei dem kaputte Patches immer wieder zurückkommen. Und wenn du gleich benachrichtigt werden möchtest, wann die nächsten Patches draußen sind, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du den Zeitpunkt nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen und trotzdem ein schönes Wochenende. Tschüss.